Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute vom QS-Tag 2023 in Frankfurt. Bei mir zu Gast Christian Brandes. Ich kenne Christian schon lange als leidenschaftlichen Tester und Qualitätsliebhaber, der sich konsequent darum Gedanken macht, wie kann man den Test besser unterstützen. Wir sprechen heute über das Thema, wie man User Stories nachhaltiger testbar machen kann, was es dazu braucht, welche vielleicht nicht ganz korrekten Meinungen es über User Stories gibt und was Requirements Engineering damit zu tun hat. Ach ja, und dranbleiben, am Ende gibt es noch eine Verlosung von seinem Buch Basiswissen modellbasierter Test. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ja, Richie, danke dir, dass ich mal wieder vor einem Podcast-Mikrofon sitzen kann. Ich freue mich wie Bolle. Ja, ich freue mich auch. Wir sind ja schon lange verknüpft über diverse Konferenzen, LinkedIn und so. Immer wieder ein bisschen im Austausch gewesen, und jetzt hier live im Studio sozusagen. Ja, vor allem, als deine Einladung kam, fiel mir ein, ich glaube, wir haben uns das erste Mal persönlich getroffen, auch auf einem QS-Tag. So ist es. Da war ich Trackchair und durfte dich anmoderieren. So ist es. Ich weiß noch, wir haben damals über ganz aktuellen heißen Scheiß wie den neuen Apple Pencil gefachsimpelt. Ja, also es ist ein paar Tage her. Es ist ein paar Tage her, genau. Das war noch Generation 1 vom Pencil, also das ist echt schon lange her. Ja. Genau, wir sind ja hier am QS-Tag, wieder ganz frisch, 2023 in Frankfurt. Und du hattest deinen Vortrag schon oder kommt der? Ja, mein Adrenalinpegel ist wieder auf Normallevel. Dann können wir uns ja jetzt ganz entspannt über das Thema unterhalten. Und ich habe im Vorfeld auch diese ganzen Abstracts gelesen und die Themen. Und dann habe ich ein ganz spannendes bei dir entdeckt, User Stories testbar machen. Yep. Und da habe ich mir gedacht, ja, oh mein Gott, das ist so wichtig. Ich will gar nicht viel vorwegnehmen, sondern einfach mal dir auch das Wort ergeben, wie kommst du denn dazu? Warum ist dir das Thema wichtig und wo hakt es denn da? Okay. Gott, wo anfangen? Es gab so viele Gründe, die da hingeführt haben. Wenn ich ganz vorne anfange, wir alle lernen im Test, dass irgendwie Anforderungen eine wichtige Arbeitsgrundlage sind und dass eine frühzeitige Qualitätssicherung auf den Requirements eine gute Idee ist und wir alle nicken dazu. Und dann schauen wir uns viele Projekte in der Praxis an und sagen, verdammt, warum nicht? Und das hat dann nochmal eine Steigerung erfahren mit dem Aufkommen von agilen Entwicklungsmodellen. Scrum verlangt ja nicht zwingend User Stories, aber sie sind fast immer im Bundle anzutreffen. Und ich habe immer wieder in Kundenprojekten Aussagen gehört wie, nee, Requirements, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt Stories. Und da hat was gegrummelt, das passt nicht. Aber das garniert mit der Beobachtung, in vielen agilen Teams, die ich kenne, gibt's viele Entwicklerinnen und Entwickler, womit man auch rechnen würde. Beim Test muss man manchmal schon ein bisschen die Lupe auspacken. Doch, da ist auch mal ein Tester oder zwei dabei. Aber die meisten, die ich kenne, ein Requirements Engineer, ein ehemaliger. Also jemand mit diesen Skills, mit diesen Methoden nicht anzutreffen. Ja, ich habe so ein bisschen den Verdacht, es wird immer so in Richtung, jetzt zum Beispiel Scrum Product Owner geschoben. Der wird es schon machen. Die wenigsten Product Owner, die ich kenne, sind, keine Ahnung, zertifizierte Requirements Engineers oder sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Wahrnehmung, da ist ein Loch. Und ich war jetzt seit 2001 im Test unterwegs und habe dann ganz bewusst, ich glaube so 2016, 17 rum, mal dem Test den Rücken gekehrt und mich der dunklen Seite der Macht zugewendet und war ziemlich genau 5 Jahre im Requirements Engineering unterwegs. Auch als Reaktion auf diese Erkenntnis, sagt, das kann nicht sein, das muss doch irgendwie gehen. Und das war eine extrem lehrreiche Zeit. Und habe dann natürlich immer auf die Brücke Testbarkeit als eine der möglichen Verbindungen zwischen Anforderungen und Testen geschaut und freue mich über jede Gelegenheit, dann mal einem interessierten Publikum zu erzählen, was da an Ergebnissen rausgekommen ist. Und da muss man wirklich erst mal anfangen mit, was ist eine User Story? Das ist nämlich kein Requirement, das ist etwas anderes. Dann muss man mal über Testbarkeit reden, weil das ist auch so ein total spannendes Thema. Wir kennen das aus den Standards. Im IRAP oder im Agilen hast du Qualitätsmerkmale für Stories, die berühmten Invest-Kriterien. T heißt testable. Also wenn du sagst, ja, Stories sollen testbar sein, ja, alle nicken. Aber wenn du dann nachfragst, und wie machen wir das konkret?
oft Schweigen. Ja. Und ich habe so die letzten Jahre versucht, Vorschläge zu machen, wie man dieses Schweigen loswerden könnte. Ja, das ist natürlich spannend, weil ich kenne genau die gleiche Situation. Ne? Man hat manchmal auch die Checkbox, ist es testbar, noch dokumentiert hat. Ne? Da wird dann munter drauf geklickt. Ne? Und und wenn dann auch die Testfälle entstehen sollen, also, ist alles nicht so einfach. Was sind denn aus deiner Sicht so die Gründe, warum das nicht testbar ist dann? Oder warum hat man da auch so eine schlechte Sicht darauf am Anfang? Es liegt erstmal jetzt unabhängig von Agilität, glaube ich, am Begriff selber. Ich sehe da große Parallelen zum Qualitätsbegriff. Es ist wahnsinnig schwer, wenn du jemanden aufforderst, was macht denn für dich Qualität aus? Mach das mal konkret. Ja. Aber man merkt sofort, wenn sie fehlt. Und das ist bei Testbarkeit ähnlich. Und um deine Frage zu beantworten, muss ich nochmal schnell einen Einschub machen. Es gibt verschiedene Formen des Begriffs Testbarkeit. Und die wichtigste Unterscheidung, die nenne ich fachliche versus technische. Technische geht es mir darum, kann ich Tests überhaupt durchführen? Da habe ich Kontrolle über die Testumgebung, Datum, Uhrzeit, solche Späßchen. Worüber wir hier reden bei Stories, das nennen wir fachliche Testbarkeit. Ganz grob ist die Idee, habe ich als jemand, der eine Story testen soll, alle Informationen neben meiner Intuition im erfahrungsbasierten Test, die ich für den Test jetzt eigentlich bräuchte. Ja, und das ist dann genau der spannende Teil, wo man dann sieht, hey, es spricht überhaupt nichts dagegen, Arbeitsergebnisse aus dem klassischen Requirements Engineering, die in der Situation helfen würden, eine Spezifikation zu einem speziellen Thema einfach an oder in die Story mit ranzupacken, damit der Tester nicht groß auf die Pirsch gehen muss. Ja, ich weiß, man sagt immer Communication over Documentation, aber ich betone gerne das Over. In sehr vielen Situationen bin ich 100% dabei, direkt miteinander reden, beste Weg, ja, kein Ticket schubsen, alles fein. Aber, sorry, es gibt auch Situationen, wo ich sage, jetzt wäre es erheblich besser, wenn wir die Fachlogik mal irgendwie sauber formal spezifiziert hätten, damit wir das Biest, weil da Risiken dahinter stecken, entsprechend durchtesten können. Da ist das nur miteinander reden vielleicht nicht der beste Weg. Ja, und das ergänzt mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Irgendwie ist das Requirements Engineering beim Umstieg auf Agilität bei vielen über Bord gegangen. Das führt zu dieser Gemengelage, dass das alles ein bisschen, wie soll ich sagen, vor sich hin dümpelt. Was kannst du für die, also wenn man jetzt so relativ neu ist oder eigentlich nur diese User Stories kennst, was würdest du denn sagen, was aus dem Requirements Engineering kann ich denn konkret da mit reinnehmen an Methodik, um da mehr Fleisch zu bekommen? Okay. Wie viel Zeit haben wir? Also die klassische Beraterantwort klingt auf Italienisch immer noch am schönsten, dipende. Ja. Es sind zwei Themen. Lass uns mal mit den Akzeptanzkriterien anfangen. Die kann ich auch noch im weitesten Sinne, findest du auch in den RE-Büchern schon Ausführungen drüber. Akzeptanzkriterien werden in vielen Projekten, wie ich finde, verschenkt, was sie an Beitrag auch für den Test leisten können. Häufig sehe ich, dass da, ich sag mal, einfach zusätzliche Anforderungen stehen. Ja, aber so war es meines Erachtens nie gedacht. Du kennst die Methode Specification by Example, Gojko Acic. Das ist immer noch das Beste, was mir in den letzten Jahren untergekommen ist. Also man sagt, hier schreib als Akzeptanzkriterien, lieber Product Owner, die konkreten Beispiele auf, die du in der Demo sehen willst, um hinterher das Ding guten Gewissens abnehmen zu können. Ja, was willst du sehen, um überzeugt zu sein? Abnahme ist auch im agilen Vertrauenssache. Weil das passt in die Requirements überhaupt nicht rein. Das ist wirklich was anderes. Und genau dafür, da schreit die Sektion Akzeptanzkriterien nach. Das ist ein gelöstes Problem und das passt da gut hin. Das ist mal das erste Beispiel. Und ansonsten hängt es halt davon ab, was da beschrieben wird. Wenn da Fachlogik beschrieben wird, ja, dann machen wir es halt mit einer Entscheidungstabelle. Wenn du einen Prozess beschreiben willst mit Varianten, ja, warum dann nicht mal ein Ablaufdiagramm mit BPMN, UML, du musst es gar nicht so nennen. Ja? Oder. Es gibt genug im Werkzeugkasten des Requirements Engineering. Der stärkste Hebel, um auszuwählen, was ich jetzt nehme, ist für mich die Frage ans Team, typischerweise im Refinement, wenn der Product Owner eine neue Story vorgestellt hat, dass er dann noch fragt, hey Team, welche Spezifikation würde ich dann im Sprint noch helfen, das Ding zu entwickeln und zu testen? Ja. Und dann rockt das. Ja, das ist eine total wichtige Frage eigentlich. Ne? Der Aspekt des Helfens, der ist mir so wichtig. Ich verstehe Dokumentieren im Agilen so, also nicht, es wird nichts mehr dokumentiert, bitte, nein, sowas auch nie gemeint, sondern wir dokumentieren nur, was für irgendjemanden einen Wert oder einen Nutzen hat. Ja, und wenn ich sage, das hilft dem Team, also mir als Tester hilft es, wenn da steht, keine Ahnung, Rabattberechnung prüfen
Und dann sehe ich gleich die Information, was prüfen denn eigentlich heißt. Was muss denn geprüft oder berechnet oder sonst was werden? Da spricht doch überhaupt nichts dagegen, eine Testbasis ranzutackern, die dann vielleicht auch in die Produktdokumentation wandert, wo ich alles, was ich im Test gelernt habe, auch an systematischen Entwurfsmethoden drauf loslassen kann. Kein Widerspruch zur Agilität, sorry. Ja, also ich finde, das spricht da was total Wertvolles an, nämlich auch zu entscheiden, was hilft mir denn, um das auch quasi besser zu verstehen? Es kann eine Entscheidungstabelle sein oder irgendwas anderes. Also ich erlebe das häufig in Unternehmen, die sagen, ja, wir müssen da jetzt so irgendwie Beispiele reinnehmen, dann kommt irgendwie auf die Idee, komm, wir machen alles mit BDD. Ja. Dann schreiben die da krampfhaft ihre Gherkin-Syntax über alles drüber und pressen da alles rein, was irgendwie geht. Und wenn man das liest, denkt man sich, man versteht überhaupt nicht, was gemeint ist. Ja. Ne? Und anstatt dann zu sagen, okay, nee, das passt hier nicht, mir reicht vielleicht mal eine Skizze auf dem Blatt, eine Entscheidungstabelle oder irgendwas anderes, ein Wertebereich oder einfach irgendwas, was da helfen kann. Ne? Ja. Also helfen ist da in vieler Hinsicht das Zauberwort. Ja, genau. Jetzt, wenn ich die klassische User-Story mir anschaue, ne, so ich als lalala und so, gibt es denn da was ich da noch drumherum dann auch noch bauen kann? Akzeptanzkriterien ist das eine, wo du sagst, okay, da kann ich noch auf Testbarkeit einzahlen. Ja. Bei Gelegenheit musst du mir erklären, was lalala bedeutet, aber das machen wir dann vielleicht hinterher. Ich habe vorhin schon gesagt, User Stories sind keine Requirements. User Stories verstehe ich als Arbeitspakete. Ja, das sind Planungsartefakte, die kann ich an Bord hängen, die kann ich schätzen und vor allem, die sind nicht gedacht zur dauerhaften Requirements-Dokumentation und deswegen kann ich sie, wenn sie erledigt sind, nach dem Sprint, nach der Iteration wegwerfen. Das ist auch so eine Stelle, wo mich viele Kunden groß angucken. Die benutzen die Stories zur dauerhaften Dokumentation. Ja. Und ich betrachte dann eine Story gern als Container. Die hat einen entsprechenden Namen, der das Problem beschreibt. Und das ist genau dieses Template, das wir alle kennen. Als Rolle will ich Funktionalität weil Business Value. Ja. Ja, das ist der Problemraum. Wer will was, warum? Und ich habe die Akzeptanzkriterien. Was muss am Ende nachweislich, vorführbar funktionieren, damit die Abnahme erfolgen kann? Und dann gibt es so einen optional zu gestaltenden Raum in der Mitte, so zwischen dem Namen und zwischen den Akzeptanzkriterien. Wenn das Team sagt, das ist nichts Neues, das haben wir schon 10-mal gemacht, ja, wir brauchen keine weiteren Spezifikationen, es ist alles klar, dann bleibt es auch mal leer. Ja. Wenn das Team allerdings sagt, hey, da bräuchten wir hier mal eine Verlinkung auf die Details, die wir da berücksichtigen müssen, oder eben die kleine Handskizze oder die Entscheidungstabelle oder, dann packen wir das da rein. Das heißt dann typischerweise ja Story Specification oder Story Description. Ja. Und ich glaube, viele Tools stellen da für Teams, die mit dem Thema anfangen, Weichen in eine leicht andere Richtung. Da wandert dann nämlich dieses berühmte Template von User Stories in die Description und der Name ist dann irgendwie so ein Kurzname mit 2 Wörtern. Ja. Ich verstehe auch das Argument, das sagt, ja, wenn bei Name dieses Template stünde, das kann man in der List View, dann sehe ich, das wird ja abgeschnitten, dann sehe ich ja gar nichts. Ja, dann nennen wir das Kurzname und alles ist fein. Aber die Description ist nicht nur gedacht für diesen einen Satz. Die Description ist für alle Detailinformationen, die dem Team helfen. Da können auch mal Lösungsideen reinkommen. Was ja auch immer gerne passiert, ist, dass die Story schon anfängt, den Lösungsraum zu beschreiben. Immer dieses Extrembeispiel, als Anwender will ich auf dem Reiter eine Schaltfläche. Da sage ich schon Stopp. Ja, das ist die Lösung. Aber warum willst du denn, ist eine Schaltfläche wirklich die beste Idee? Ja. Und. Ja. Ja. Das alles kann man als Team gemeinsam gestalten. Wie füllen wir sozusagen diese leere Leinwand von einer User Story aus an hilfreichen Informationen oder auch Risikoinformationen? Ja, dass der PO so Signale gibt, hey, bei der Story, da hat man vor allem auf das Detail hier ein Auge drauf. Da sollten tunlichst keine Fehler passieren. Das ist ein bisschen tricky. Für solche Hinweise, da bin ich als Tester doch super dankbar. Ja. Und das ist mein Bild von User Story, mit dem ich ganz gut fahre. Ja. Jetzt, für mich kommt da so ein Bild hoch, was ich bei vielen Kunden habe, die jetzt auch klassische Tools wie Jira oder so, sonst irgendwas nutzen. Wir haben die User Story, die ja wegaltert, also die quasi nur für den Sprint da ist, ne, und dann weg ist. Und wir haben Requirements, Spezifikation, die ja eigentlich auch so ein bisschen nachhaltiger sein sollte, dass man da später nochmal drauf gucken kann, sagen, ja, und das vielleicht variieren kann oder ändern kann. Oder wie hältst du das da mit der Dokumentation? Ich glaube, da zielte deine letzte Frage auch schon drauf ab. Ich bin ein bisschen abgedriftet, sorry. Was wir, auch meine RE-Kolleginnen und Kollegen bei Isento da machen, was sehr gut funktioniert ist, wir haben durchaus noch so eine klassische Requirements-Struktur mit Tool-Unterstützung, dass wir sagen, hey, wenn das Team sagt, uns würde hier eine Spezifikation helfen,
Du hast gerade das Beispiel Jira genannt. Ja, dann stellen wir mal ein Confluence daneben. Ja? Und im agilen Requirements Engineering werden es bei uns 2 Confluence-Plattformen, nämlich wir beschreiben getrennt das Soll und das Ist. Im Soll versammeln wir die Spezifikationen, die dem Team helfen. Und das ist die Produktdokumentation, die gemeinsam mit dem Produkt wächst von Iteration zu Iteration. Und dann passiert was Magisches. Ja, dann kann ich nämlich hergehen und sagen, Team sagt, diese Spezifikation wird uns helfen. Die wird dann schon, diese beiden haben übrigens dieselbe Struktur inhaltlich, nach fachlichen Komponenten oder. Dann wird die Spezifikation im Soll-Bereich dokumentiert. Die Story kann dann darauf referenzieren, Details findest du hier. Und wenn das Ding entwickelt und getestet ist, ja, dann ziehen wir sozusagen die Spezifikation einfach nur in den Ist-Stand. Das ist jetzt entwickelt, da ist dann gar nichts mehr zu tun, weil die Dokumentationsarbeit ist im Vorfeld schon geleistet worden. Ja. Und an der Stelle noch ein kleiner Hinweis, das hat auch positive Effekte für das Thema Tracing. Wird dir auch so gehen? Die Frage taucht immer wieder auf, wir machen jetzt agil User Stories, wie vertracen wir denn unsere Testfälle mit den Stories? Ja, die Antwort ist gar nicht. Ja, die vertracen wir dann am Anfang während des Sprints mit der Spezifikation und wenn es dann rüberwandert mit der Produktdokumentation und so wird ein Schuh draus. Ja, und die Story wird dann weggeworfen. Also es macht durchaus im agilen Sinn, auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, klassische Tool-Unterstützung aus dem RE oder auch aus dem Testmanagement nebenbei mitlaufen und iterativ mitwachsen zu lassen. Hat nie jemand gesagt, dass das nicht erlaubt ist. Ja, das finde ich so einen total wichtigen Zusammenhang, ne? Weil genau das, da hadern viele damit und bauen sich dann irgendwelche komischen Konstrukte oder versuchen User Stories so zu gestalten, dass sie halt nachhaltig sind, aber das ist halt einfach nicht geeignet dafür. Es gibt ja nicht nur Funktionalität und Fachlichkeit. Ne? Wir haben ja in den Anforderungen auch irgendwo immer das Thema nicht funktionale Aspekte drinnen. Das ist ja auch immer so, das kommt man jetzt gerade so, weil das für uns Tester ja auch immer wichtig ist, ne? Wenn wir in den nicht funktionalen Test stellen und dann manche packen das so in die Akzeptanzkriterien, manche machen eigene Stories, manche sagen, nee, das beschreiben wir da gar nicht. Was ist denn da so deine Sicht drauf? Ich brauche da gar nichts Neues mit dem, was ich eben erklärt habe. Die Story bietet Raum für Spezifikationen. Ja, dann spezifiziere ich halt nicht funktionale Anforderungen. Auch da gibt es immer Hilfsmittel. Ja? Für Performance-Anforderungen gibt es Satzschablonen, die über das System muss schnell sein, weit hinausgehen. Ja? Diese Funktion muss in 99% der Fälle unter diesen Rahmenbedingungen eine Antwort in maximal so und so viel Zeit liefern. Da gibt es Hilfsmittel. Und die werden dann im Test genauso verarbeitet. Das machen wir natürlich alles im Systemtest, heißt im V-Modell die Stufe, das macht das Team. Ja, und als PO kann ich wieder selber entscheiden, ist mir das Thema so wichtig, dass ich das als Akzeptanzkriterium wirklich hochhebe und vorgeführt bekommen will, oder vertraue ich den Testaktivitäten des Teams? Also da passiert überhaupt nichts Neues. Sehr schön, ja. Wenn ich jetzt so ein Tester bin oder Testerin in einem Projekt und sehe, das läuft hier gar nicht. Ich komme mit diesen ganzen User-Stories nicht zurecht, kann keine guten Testfälle und sowas schreiben. Was würdest du mir denn raten, wie kann ich das denn angehen, da mal ein bisschen Bewegung in das Thema zu bekommen? Okay. Ich überlege kurz, wie ich anfange. Ich mache es mal so. Dieses Bild, was ich gerade präsentieren durfte, so eine Story mit Akzeptanzkriterien und eventuell ein paar Spezifikationen, die hilfreich sind. Das verstehe ich unter testbar, also fachlich testbar. Und wenn es testbar ist, kann man sich fragen, ja okay, wie teste ich es denn dann? Und da springen mir 3 Aktivitäten entgegen, mit denen ich als Tester immer starten würde. Das erste ist die Akzeptanzkriterien. Ja, die teste ich immer. Ja, by the way, die automatisiere ich auch immer. Weil wenn die das sind, was dem PO besonders wichtig ist, was unbedingt funktionieren muss, sonst nehme ich das nicht ab, ja, das werde ich doch immer wieder prüfen wollen, ob es noch funktioniert. Und damit schreit es förmlich danach, automatisiert zu werden. Ja, also die Acceptance-Tests immer. Was ich auch immer mache, ist eine Story explorativ testen. Ja, auf Basis der Akzeptanzkriterien oder der Spezifikation oder meiner Intuition, wenn ich das lese, oder alles 3 zusammen. Explorative Tests mit dem Ziel, Fast Feedback, frühe Fehlerfindung, System kennenlernen, mache ich auch immer. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte, der ist optional, der fällt unter Depende. Gibt es irgendwelche Funktionalitäten, Spezifikationen und entsprechende Risiken, wo ich sage, da wird es sich jetzt auch mal lohnen, ein systematisches Testentwurfsverfahren, Blackbox, Whitebox, irgend sowas auszupacken. Ja. Das hängt dann vom Risiko ab. Wenn ich das Englisch
ausspreche, dann klingt so wie Risks und dann habe ich nach Acceptance und Exploratory mein drittes X. Und wir nennen das die Triple-X-Teststrategie. Ja, wie teste ich eine Story? Ja, Akzeptanz immer, explorativ immer und je nachdem, um was es geht, je nach Risks eventuell noch mehr. Und da fordere ich dann auch eine Testbasis für eine Entscheidungstabelle oder irgend sowas. Und warum fällt mir das ein auf deine Frage? So würde ich als Tester in einer Situation sagen, hey, das ist mein Bild, wie ich eine Story teste. Das bedeutet, ich brauche Akzeptanzkriterien, mit denen ich das machen kann. Ja? Ich brauche eventuell eine Testbasis bei diesen risikobehafteten Themen. Das ist ein guter, leichtgewichtiger Startpunkt für, ich nenne es jetzt mal großkotzig, eine Teststrategie für Stories. Ja, genau. Ja. Und Fun Fact, als ich das so zum ersten Mal aufgeschrieben habe, wenn man genau hinschaut, passiert da was total Überraschendes. Ich habe eben gesagt, die Akzeptanztests mache ich immer, die explorativen Tests mache ich immer und die systematischen halt nur, wenn Risiko und Spezifikation da. Das heißt, dann lande ich bei systematisches Testen als Ergänzung für erfahrungsbasiertes Testen und wir alle im Foundation-Level den Satz genau andersrum kennengelernt. Ja, genau. Das ist Version 3. Ja. Ich glaube, ist in den Shownotes drin, das habe ich unlängst in den Blog gegossen, weil die Erkenntnis, die war mir selber hatte ich überhaupt noch nicht gesehen. Ja. Da kaue ich auch noch ein bisschen dran. Aber dieses Bild, das vielleicht in vielen agilen Teams es wirklich darauf rausläuft, lass uns den Schwerpunkt auf die explorativen und die Akzeptanztests legen und das Systematische nur, wenn es hilft. Ja, vielleicht ist das ein guter Startpunkt. Wie gesagt, da arbeitet es noch ein bisschen. Ja, sehr schön. Systematische Testmethoden. Wir haben ja hier ganz dezent ins Bild auch noch ein Buch gestellt, an dem du mitgewirkt hast, Basiswissen, modellbasierter Test. Und um da jetzt noch den Bogen hinzubekommen, modellbasiertes Testen, wie passt denn das für dich da dazu? Wie viel Zeit haben wir noch mal? Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Gut. Modellbasiertes Testen, für die es noch überhaupt nicht gut kennen, ist die Grundidee, die aus formalen Modellen, UML, BPMN, irgend sowas, Testartefakte zu generieren. Das gibt es in verschiedenen Ausprägungen, drum ist ein ganzes Buch draus geworden. Und die wichtigste Unterscheidung für das, was wir jetzt hier besprechen, ist, wir trennen zwischen Systemmodellen und Testmodellen als Input für den Test. Systemmodelle sind die wir von Requirements Engineers kriegen, zum Beispiel. Die modellieren das System. Ja, Use-Case-Modelle, Klassendiagramme und. Ein Testmodell sieht genauso aus, beschreibt aber den Test des Systems und nicht das System selbst. Das hat den Charme. Diese Modelle gehören sozusagen uns im Test. Und die können wir dann um weitere Informationen anreichern, die in der Systemspezifikation überhaupt nichts verloren haben, wie Testentscheidungen, konkrete Testdaten und. In Kurzform, aus den Systemmodellen kann ich abstrakte Tests rausgenerieren über Pfadgeneratoren aus Aktivitätsdiagrammen oder irgendwas. Das nimmt mir halt viel Fleißarbeit ab. Ja. Und aus Testmodellen könnte ich sogar konkrete Tests rausgenerieren. So, und um die Brücke zu unserem Thema hier zu schlagen, ich habe vorhin gesagt, wenn das Thema es hergibt, dass das ein geeignetes Format ist und oder ein gewisses oder ein entsprechendes Risiko gegeben ist, spricht überhaupt nichts dagegen, dass mit einer Story auch so ein Modell daherkommt. Und dann könnte man sich noch überlegen, okay, wenn das die Testbasis ist, wie ziehen wir denn aus diesem Modell Testfälle raus? Rein manuell, das nennen wir modellorientiertes Testen, oder mit Hilfe eines Generators, weil eben entsprechend viele Variationen von Pfaden, Abläufen oder Datenkombinationen drinstecken. Dann würde sich so ein Ansatz wie MBT tatsächlich auch im Agilen lohnen. Und ich habe auch hier im Programm auf diesem QS-Tag festgestellt, zumindest einmal poppt das Thema als Vortrag auch wieder hoch. Ich beobachte das jetzt, ich glaube, das Buch ist 2010 in der ersten Auflage erschienen, natürlich immer wieder, wie sich das entwickelt. Im Agilen entwickelt sich's nicht gut, wie ich an den Verkaufszahlen sehe. Aber ich glaube, das liegt daran, dass, ich nenne es jetzt mal ein Missverständnis, Modelle sind in vielen agilen Teams über Bord geworfen worden mit der Begründung, ja, das ist ja nur Doku. Und das garniert um das zweite Missverständnis und Dokumentieren im Agilen machen wir ja nicht mehr. Ja. Wenn es hilft, ich lande immer wieder bei dem Punkt, ja, dann machen wir das auch im Agilen. Sorry. Ja, genau. Also das finde ich ist eine schöne Kernaussage auch von heute. Ne? Also quasi dieses Helfen mit Informationen und mit Dings und was ich halt brauche, das packe ich dazu, unabhängig, ob mir das jetzt da in dieser kleinen Titelbeschreibung oder in Akzeptanzkriterien oder der Description hilft, wie ich damit arbeiten kann, um bessere Tests zu machen. Whatever gets it done. Sorry, mein Verständnis von Agilität ist nicht, ich muss den Scrum Guide Buchstabe für Buchstabe befolgen. Wenn ein Team sagt, wir haben eine Lösung gefunden, so arbeiten wir,
Und das Wichtige ist mir, dass sie ab und zu mal das stressen und sagen, wir haben mal was anderes ausprobiert, aber das hat nicht so gut funktioniert, darum sind wir da geblieben. Dann sage ich, agiler geht's doch gar nicht. Ja, und wie es heißt. Ja, so ist es, ja. Sehr schön. Ja, wir haben das Buch ja nicht zufällig hier stehen. Wir verlosen 5 Exemplare, sogar handsigniert hier am QS-Tag hier von den Autoren, die vor Ort sind. Hier das sieht man jetzt nicht so ganz gut, aber in den Shownotes der Link dazu. Da kann man dieses wunderbare Buch über modellbasierten Test auch gewinnen. Danke für die Aktion. Ja, und ich sag danke. Das war ein spannender, kurzweiliger Einblick in das ganze Thema. Ich glaube, das ist so wichtig, User Stories testbar zu machen. Und ich glaube, da können sich ganz viele ein Scheibchen abschneiden davon. Danke dir. Das auf einmal neu zu denken und auch mal zu überlegen, was brauche ich denn da eigentlich wirklich an Informationen, die mir dann auch helfen zu entwickeln und zu testen, um da auch besser zu werden. Also das fand ich super. Danke dir sehr herzlich dafür. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen QS-Tag. Ich dir auch. Und nochmal vielen Dank für die Gelegenheit. Hat riesig Spaß gemacht. Sehr schön. Mir auch. Mach's gut. Danke, ne? Richie. Ciao. Ciao.